Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Stadion-Vlog. Die Regionalliga-Saison geht los und viele der U23-Spieler, die eigentlich für die U23 geplant waren, sind gar nicht mal dabei. Und dementsprechend könnte es ein sehr, sehr interessantes Spiel werden. Lasst unbedingt ein Like und ein Abo da, um nichts weiteres zu Stadion-Vlogs zu verpassen. Ich hoffe sehr, dass ich noch weitere Stadion-Vlogs in der Regionalliga mitnehmen kann. Ich weiß, Zweitmannschaften kommen nicht gut an und das finde ich auch absolut verständlich und bin auch grundsätzlich dagegen. Trotzdem ist das Erlebnis wirklich einzigartig und absolut geil, vor allem weil ich diese Stadions noch nie besuchen durfte mit dem FCM. Und jetzt wird das nachgeholt, so viel wie geht und hoffentlich nächste Saison dann wieder auf 3 Punkte. Wie gesagt, gerne Kanalmitglied werden, um auch nochmal mich zusätzlich für solche Sachen zu unterstützen. Es war sehr, sehr schwierig, ist sehr, sehr schwierig in dem Stadion, wegen dem Winkeln und so weiter. Deswegen, ich hoffe, man sieht alles gut. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare zu dem Spiel und auch gerne, wie ihr U23-Mannschaften allgemein findet. Ich glaube, das wird eher kritisch sein und damit viel Spaß euch. So, und damit geht es auch schon los. FCM am Ball direkt. Wir haben viele gute Dribbler im Team, viele sehr, sehr interessante Spieler, viele Spieler mit viel Entwicklungspotenzial. Mal gucken, wie die Jungs da kicken. Ich würde schon sagen, dass Leipzig grundsätzlich der Favorit ist in dieser Liga. Man ist aufgestiegen, also dementsprechend sollte man nicht die höchsten Erwartungen haben. Ich hatte aber sehr, sehr viel von der Mannschaft und von den jungen Spielern, vor allem Zarius Sanogo und Eigen, der komischerweise nicht spielt, von denen ich sehr viel halte. Mal schauen, wie die kicken werden. Damit hat man dann direkt mal den nächsten Einwurf, beziehungsweise einen Einwurf. Der FCM spielt es sehr, sehr ausgeglichen, sehr, sehr offensiver Fußball, erinnert sehr an Tietz Fußball oder jetzt auch nun an Fiedler Fußball. Sander hat die Mannschaft gut eingestellt. Die Konter kommen sehr gut, auch hier sieht man das wieder. Guter Laufweg, muss dann im Endeffekt gefoult werden, aber auch das bringt noch nicht alles, denn der FCM ist weiter am Ball, macht es da gut, geht auf die Außen, setzt sich da ganz gut durch, dann kommt die Flanke, aber die dann dementsprechend zu weit. So, und damit nächste Situation. Der FCM wird immer dominanter. Leipzig mit ein paar Abwehraktionen jetzt und kaum Offensivaktionen, auch das positiv zu nennen. Hier hätte man schon die erste Möglichkeit nutzen können. Dann jetzt aber Leipzig am Ball. Mal gucken. Und der Volley geht fast zu uns. So, und wieder gut gehalten von Noah. So, und dann der Ball wieder drüber gelandet. Man muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass die U23 sich so stark schlägt, wie sie sich hier präsentiert. Aber das freut mich natürlich unglaublich, weil das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit von einem Klassenerhalt in dieser Liga. Wenn nicht sogar noch mehr. Mittelfeld wäre natürlich ein unglaublicher Erfolg für den FCM. Die Jungen, die wirklich Bock haben, und auch da sieht man wieder Zarius, der gute Akzente hat. Allgemein ganz viele gute Kicker, auch Milgram dabei. Sanogo, man kann hier viele nennen, die sehr, sehr interessant sind, Top-Talente sind und definitiv in dieser Liga noch einiges erreichen werden. Nun jetzt aber wieder Leipzig am Ball, aber auch da wieder ein gutes Tackling. Und dann geht der Ball wieder hier nach innen. Pfennig holt sich den und auch der macht es ganz locker. Und jetzt nächste Situation. Langer Ball geschickt da. Die Frage ist, ob er noch bekommt. Gutes Tackling da auch von den Leipzigern mit einer schönen Gerätsche. Dann wieder Magdeburg am Ball und wieder über Sanogo, der sehr, sehr gute Akzente hier hat bis jetzt. Wie gesagt, auch so mein Lieblingsspieler ist aus der U23 an Neuzugängen, muss ich sagen. Der geht aber leider ins Aus. So, und damit jetzt Leipzig mal mit einer gefährlichen Aktion. Ballschuss, perfekt geblockt vom Verteidiger. Und damit ist Halbzeit schon. 0:0, kein Tor. Damit geht es weiter. Chemie Leipzig gegen Magdeburg 2. Zweite Hälfte. Mal gucken, ob noch irgendjemand einen finalen Akzent setzen kann. Hier aber erstmal die gelb-rote von Burke. Sehr überraschend. Und jetzt ist natürlich Leipzig nochmal mehr Favorit und muss eigentlich hier die Führung machen. Damit kommt natürlich auch nochmal viel mehr Druck drauf. Hier aber gut verteidigt. Sanogo setzt direkt an den Konter an. Der wird aber nicht weiter ausgespielt. Hier dann
schnell der Ball da weg. Ist das der? Der hat so einen Teppich. Auswärtssieg! 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 Ja, und wer hätte mit dem Treffer gerechnet? 1:0 Magdeburg, und das ist natürlich absolut überraschend in unserer Zahl. Aber die Jungs machen es jetzt hier auch sehr, sehr gut, lassen sich nicht abbringen von ihrer Spielweise, und da ist auch wieder Noah Krug zur Stelle, der es auch wieder sehr schnell machen will. So, und jetzt wieder nächste Aktion. Man bleibt offensiv. Sanogo da wieder. Dribbelt einen aus. Den nächsten kriegt er dann aber nicht. Muss dann auch vielleicht da den Abschluss ersuchen. Aber jetzt wieder Leipzig. Oder vielleicht doch nicht. Mal schauen. Man setzt direkt wieder den nächsten Konter. Hier aber kein Foul. Auch das für mich überraschend. Ich habe da schon einen Foul gesehen, aber der Ball geht sowieso vorbei. Und jetzt wieder Magdeburg. Die sind jetzt nochmal besser drin als vorher. Hier gibt es die nächste Ecke. Und der kommt knapp daneben. Jetzt nächste Chance. Hier sind gefühlt nur noch am Spielen. Kaum noch Akzente von Leipzig her an diesem Zeitpunkt. Und das sehr, sehr überraschend zu 10. Ich will da die 2 sehen. Und da steht doch auch die 2. Geil. Und sehr, sehr wichtig. Und wieder nächster Ball. Also was man jetzt hier spielt, das ist wirklich unglaublich. Und hätte ich nicht gedacht. Auch das Lied, was man eben gehört hat, mein Lieblingslied so von Leipzig und allgemein in der Fankultur, was andere Vereine angeht. Ich finde das Lied unglaublich schön. Vom Gesang her. Auch da geht Respekt raus. Auch wie gesagt, auch nochmal hier ganz ehrlich, die Speisen top in Leipzig. Also man hat bessere Auswahl als teilweise bei manchen Zweitligisten. Da gibt es wirklich alles, was sein Herz begehrt. Und auch alles ganz entspannt. Also das hat man sich eigentlich auch so erwarten können. Es gibt ja jetzt nicht wirklich Stress mit den Leipzig-Fans. Es hat mir richtig gut gefallen und war wirklich der perfekte Auftakt hier schon in der Regionalliga Nordost. Hat richtig Spaß gemacht bis hierhin. Aber jetzt vielleicht nochmal Leipzig. Die müssen natürlich jetzt zu 11 gegen 10. Man steht natürlich jetzt etwas defensiver als Magdeburg, auch das verständlich. Wie gesagt, auch hier muss man klar erwähnen, viele der Spieler, die eigentlich in der U23 spielen, sind gar nicht dabei. Vor allem auch viele, die wichtig sind für die Mannschaft, wie Stahlmach, ein Charhead oder auch noch weitere Spieler, wie ein Emil Kohinja, wie auch Kamper. Da fehlen viele einfach auch noch, die hier nicht dabei sind, verletzt sind oder was auch immer. Jetzt hier aber der nächste Konter, man ist unglaublich schnell, aber den kann man dann nicht perfekt ausspielen. Nächster Ball, der rutscht irgendwie durch oder auch nicht. Und dann macht man es wieder richtig gut, schaltet das schnell um. Schade, dass der Ball hier nicht ankommt. Ein bisschen zu lang. Aber damit ist es dann auch schon fast durch. Nur noch ein paar Sekunden werden hier gespielt. Wir sind bereits über 90 Minuten drin und damit sollte es das auch gewesen sein mit diesem Spiel. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne jetzt schon mal ein Like und ein Abo da, das würde mich riesig freuen, und damit ist Schluss. Ciao, Leute.